Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Melli und heute backe ich mit euch einen Kartoffelauflauf. Dieser Kartoffelauflauf ist wie alle meine Rezepte glutenfrei und vegan, außerdem frei von Maisstärke, frei von raffiniertem Zucker und frei von Sojaprodukten. Dieser Kartoffelauflauf ist ein total leckeres Rezept, das aber unheimlich schnell geht, das man vorbereiten kann. Das mache ich besonders gerne an Tagen, an denen ich einfach mehr zu tun habe, wie heute zum Beispiel. Heute ist mein Brotbacktag. Wie ihr hier seht, habe ich mein Brot schon, mein Sauerteigbrot, das ich selber zubereite. Gerne könnt ihr da mal auf meinem Kanal nachschauen, da habe ich verschiedene Rezepte für glutenfreies Sauerteigbrot. Ich verlinke das auch mal hier an der Stelle. Genau, also das ist ein Rezept, das sehr schnell geht, das wirklich lecker schmeckt. Für unseren Kartoffelauflauf benötigen wir zuerst mal eine Bechamelsoße. Dazu benötigen wir pflanzliche Sahne. Ich habe hier 500 Gramm pflanzliche Sahne. Dann geben wir dazu einen Teelöffel Salz, etwas Muskatnuss und ein Lorbeerblatt. Um unsere Soße anzudicken, benötigen wir Reismehl. Und das mischen wir nochmal mit etwas Reismilch und rühren das zusammen, dass das klumpenfrei wird. Wenn die Flüssigkeit jetzt im Topf zu köcheln beginnt, gießen wir die Mischung aus Reismehl und Reismilch dazu und verrühren das Ganze, bis es dick genug wird. Wie ihr seht, ist die Bechamelsoße schon etwas dicker geworden jetzt. Wenn die noch weiter abkühlt, wird die noch fester. Wir schmecken sie jetzt noch ab, und zwar benutze ich da ein bisschen Pfeffer, ein paar Tropfen Zitrone, frische Zitrone, so nach Gefühl, und gerne ein bisschen Olivenöl oder etwas vegane Butter. Wir vermischen das nochmal zusammen. Und dann richten wir unsere Kartoffeln. Den Backofen heizt sich in der Zeit schon mal vor, denn wir schieben den Auflauf nachher in den vorgeheizten Backofen rein. Wenn du die Bechamelsoße noch ein bisschen cremiger haben willst, dann ist es eine sehr gute Methode, die nochmal mit dem Mixstab richtig schön durchzupürieren. Dann wird die besonders schaumig und richtig cremig und lecker. Für unseren Kartoffelauflauf benötigen wir jetzt rohe Kartoffeln. Die schälen wir zuerst. Und dann schneiden wir unsere Kartoffeln in schöne dünne Scheiben. Bevor wir die Kartoffeln in die Auflaufschale geben, ölen wir die Schale etwas ein. Ich benutze hier gerne Olivenöl. Legen einfach die Kartoffelscheiben rein. So, das kannst du natürlich auch richtig schön anordnen, aber bei mir muss es immer schnell gehen. Schmeckt ja genauso gut. So, und dann kommt die Bechamelsoße oben drauf. Das Ganze backen wir dann etwa eine Dreiviertelstunde auf 175, 180 Grad. Unser Auflauf ist jetzt fertig gebacken. Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir ein Abo dalässt, wenn du mich likest. Bis zum nächsten Mal.